Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Arizona. Ein Land der schillernden Lichter der Städte und atemberaubenden Naturlandschaften. Doch hinter dieser Schönheit verbirgt sich eine Realität, mit der sich nur wenige auseinanderzusetzen wagen, eine Geschichte, die vor aller Augen verborgen bleibt. Warum sieht sich einer der am schnellsten wachsenden Bundesstaaten Amerikas mit einer eskalierenden Krise konfrontiert? Was geschieht jenseits der belebten Straßen, wo Tausende täglich kämpfen? Und wer profitiert wirklich von dieser Situation? Dies ist mehr als nur eine Entdeckungsreise. Es ist ein scharfer Blick auf ein wachsendes Problem, das oft unbemerkt bleibt. Begleiten Sie uns, wenn wir die Wahrheit hinter Arizonas strahlender Fassade aufdecken. Was Sie entdecken, könnte Ihre Sicht der Dinge für immer verändern. Verständnis der Obdachlosigkeit in Arizona. Obdachlosigkeit bedeutet nicht nur, keinen Platz zum Schlafen zu haben. Sie ist eine Krise, die von wirtschaftlicher Not, psychischen Problemen und Lücken in den sozialen Unterstützungssystemen geprägt ist. Diese Herausforderung nimmt weiter zu und betrifft Tausende von Menschen, die sich nie vorstellen konnten, dass sie einmal ohne ein Zuhause dastehen würden. Arizona, ein Bundesstaat, der für seine boomenden Städte und atemberaubenden Wüsten bekannt ist mit einer der am schnellsten wachsenden Obdachlosenkrisen in den Vereinigten Staaten konfrontiert. In den letzten Jahren ist die Zahl der von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen um 23% gestiegen. Und mehr als 14,0 Menschen suchen jede Nacht nach einer Unterkunft. Dies ist nicht nur eine Statistik, sondern ein Zeichen für ein tieferes, systemisches Problem. Die in die Höhe schießenden Wohnungskosten, die unsichere Beschäftigungslage und der Mangel an erschwinglicher Gesundheitsversorgung haben immer mehr Familien und Einzelpersonen auf die Straße getrieben. Allein in Phoenix sind die Mietpreise in den letzten 5 Jahren um über 40% gestiegen, so dass sich viele nicht einmal mehr die einfachsten Wohnungen leisten können. Für manche kann eine einzige unerwartete Ausgabe, wie eine Arztrechnung oder eine Autopanne, den Unterschied zwischen Stabilität und Obdachlosigkeit bedeuten. Aber bei dieser Krise geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Menschen. Nahezu 40% der Obdachlosen in Arizona sind Familien mit Kindern. Veteranen, die einst ihrem Land gedient haben und nun mit PTBS und Wiedereingliederung zu kämpfen haben, machen fast 9% der Obdachlosengemeinde aus. Viele Menschen, die mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, sind in einem Kreislauf der Instabilität gefangen, weil es an zugänglicher Versorgung mangelt. Arizona hat Anstrengungen unternommen, um dieses Problem anzugehen und in Notunterkünfte, Übergangswohnprogramme und aufsuchende Initiativen investiert. Doch trotz dieser Maßnahmen sind die Ressourcen nach wie vor knapp. Und die Nachfrage nach Hilfe steigt weiter an, ohne politische Maßnahmen, die sich auf die Prävention konzentrieren. Die Ausweitung der psychiatrischen Versorgung, die Schaffung erschwinglicher Wohnmöglichkeiten und die Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten, wird sich die Krise nur verschlimmern. Dies ist nicht nur ein Problem in Arizona, sondern spiegelt ein größeres Problem wider, das Städte im ganzen Land betrifft. Die Frage ist, kann ein echter Wandel stattfinden, bevor es zu spät ist? Und was muss geschehen, damit niemand mehr zwischen Essen und Miete, zwischen Überleben und Würde wählen muss? Denn im Mittelpunkt dieser Krise steht nicht nur die Obdachlosigkeit, sondern auch der Kampf für eine Zukunft, in der jeder ein Zuhause hat. Aktueller Stand der Obdachlosigkeit in Arizona. Die Obdachlosenkrise in Arizona gerät immer mehr außer Kontrolle und ist eine der am schnellsten wachsenden im ganzen Land. Nirgendwo wird dies deutlicher als in der Stadt Phoenix, wo die Zahl der Obdachlosen in den letzten 10 Jahren um 450% angestiegen ist. Das einst als Thunderdome, Donnerkuppel, bezeichnete Gebiet, das heute als Danger Zone, Gefahrenzone, bekannt ist zu einem Symbol für diese eskalierende Notlage geworden und beherbergt fast 1000 obdachlose Menschen, die ums Überleben kämpfen. Diese Krise ist jedoch nicht auf Phoenix beschränkt. Selbst in Scottsdale, einer Stadt, die für ihre Luxuswohnungen und hochwertigen Einkaufsmöglichkeiten bekannt ist, hat die Obdachlosigkeit zugenommen. Da die wohlhabenderen Stadtteile die Menschen verdrängen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als auf der Straße zu leben. Die Räumung von Lagern wird sogar von einem Gebiet zum anderen als Lösung präsentiert, ohne die Kernprobleme anzugehen, die die Obdachlosigkeit überhaupt erst verursachen. Abgesehen vom Mangel an Unterkünften sind die Bedingungen, denen diese Menschen ausgesetzt sind, gravierend.
Die extremen Klimaschwankungen in Arizona mit Sommertemperaturen von über 110 Grad Fahrenheit und Winternächten, die unter den Gefrierpunkt fallen, gefährden jeden Tag Menschenleben. Ohne Zugang zu sauberem Wasser, medizinischer Versorgung oder angemessener Ernährung leiden viele an schwerer Dehydrierung, Hitzschlag oder Unterkühlung. Ein Leben ohne festen Unterschlupf birgt ein größeres Risiko für den Einzelnen. B. Diebstahl, Ausbeutung und unsichere Bedingungen, insbesondere für Frauen und andere gefährdete Gruppen. Viele haben Mühe, einen sicheren Schlafplatz zu finden, was das tägliche Überleben zu einem ständigen Kampf macht. Arizona steht weiterhin vor großen Herausforderungen bei der Bereitstellung angemessener Ressourcen für Bedürftige. Die Notunterkünfte sind oft voll ausgelastet und erschwingliche Wohnungen bleiben für viele unerreichbar. Angesichts der extremen Wetterbedingungen in Arizona, bei denen fast 1000 Menschen ohne Obdach sind, war die Dringlichkeit langfristiger Lösungen noch nie so groß. Während Beamte und politische Entscheidungsträger an der Bewältigung der Krise arbeiten, stellt sich die Frage, wie die Gemeinden zusammenkommen können, um echte, dauerhafte Veränderungen zu bewirken. Ursachen der Obdachlosigkeit in Arizona. Vorläufige Lösungen reichen nicht mehr aus. Echte Fortschritte erfordern langfristige Lösungen, einschließlich des Ausbaus der psychiatrischen Versorgung. Bei der Obdachlosenkrise in Orona geht es nicht nur darum, eine Wohnung zu verlieren. Es geht um ein System, das die Schwächsten ständig im Stich lässt, und um eine der größten Triebkräfte, die steigenden Wohnungskosten. In der Stadt Phoenix sind die Mieten innerhalb eines einzigen Jahres um erstaunliche 177% gestiegen, sodass einkommensschwache Einwohner Mühe haben, damit Schritt zu halten. Stellen Sie sich vor, Sie müssten sich zwischen der Miete und dem Kauf von Lebensmitteln für Ihre Familie entscheiden. Denn für viele Menschen in Arizona ist das die harte Realität. Doch die steigenden Kosten sind nur ein Teil des Problems. Der gravierende Mangel an bezahlbarem Wohnraum hat die Situation noch verschärft. Während die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum in die Höhe geschnellt ist, hat der Bau nicht Schritt gehalten. Strenge Flächennutzungsvorschriften und Baubeschränkungen machen es nahezu unmöglich, genügend erschwingliche Wohnungen zu schaffen, sodass Tausende auf die Straße oder in überfüllte Unterkünfte gezwungen werden. Und wo sollen die Menschen hin, wenn die Notunterkünfte bereits überfüllt sind? Das rasche Bevölkerungswachstum in Arizona verschärft die Krise noch. Die boomende Wirtschaft und das warme Klima des Bundesstaates ziehen jedes Jahr Tausende von neuen Einwohnern an, was die Nachfrage nach Wohnraum weiter erhöht. In Städten wie Phoenix und Tucson ist der Wohnungsmarkt inzwischen so umkämpft, dass einkommensschwache Einzelpersonen und Familien keine tragfähigen Alternativen mehr haben. Da das Angebot nach wie vor unzureichend ist, steigen die Mietpreise weiter an und treiben noch mehr Menschen in die Obdachlosigkeit. Natürlich geht das Problem über den Wohnungsmarkt hinaus. Für viele Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, stellen psychische Probleme ein erhebliches Hindernis für Stabilität dar. Etwa 37% der Obdachlosen in Arizona leiden unter schweren psychischen Erkrankungen. Doch der Zugang zu den wichtigsten Behandlungs- und Pflegeangeboten ist nach wie vor äußerst begrenzt. Ohne angemessene Unterstützung wird die Überwindung dieser Probleme zu einem harten Kampf. Und wie sieht es mit wichtigen Dienstleistungen aus? Derzeit sind die staatlichen Mittel für die psychiatrische Versorgung, Berufsausbildung und Rehabilitationsprogramme unzureichend und oft schwer zugänglich. Selbst diejenigen, die sich aktiv um Hilfe bemühen, sehen sich mit überwältigenden bürokratischen Hindernissen konfrontiert, die die Unterstützung verzögern, die sie für den Wiederaufbau ihres Lebens benötigen. Was kann also getan werden? Die Obdachlosenkrise in Arizona löst sich nicht von selbst. Der Ausbau von erschwinglichem Wohnraum, die Aufstockung der Ressourcen für psychische Gesundheit und die Straffung der Unterstützungsdienste sind notwendige Schritte auf dem Weg zu echten Veränderungen. Die Frage ist, sind wir bereit, Maßnahmen zu ergreifen? Die menschlichen Auswirkungen. Obdachlosigkeit ist mehr als nur das Fehlen eines Zuhauses. Sie raubt Sicherheit, Würde und Stabilität. Für viele ist jeder Tag ein Kampf gegen extreme Wetterbedingungen, Hunger und die Ungewissheit, was der nächste Tag bringen wird. Doch selbst unter den schwierigsten Umständen bleiben Widerstandskraft und Hoffnung erhalten. Einige der von Obdachlosigkeit Betroffenen haben Jahre damit verbracht, sich mit ihren Angehörigen auf der Straße durchzuschlagen und sich gegenseitig als einzige Kraftquelle zu erhalten. Andere, darunter auch Veteranen, die einst ihrem Land gedient haben,
haben mit dem Übergang zurück ins zivile Leben zu kämpfen und stehen vor Herausforderungen wie posttraumatischem Stress und Arbeitslosigkeit. Ohne Zugang zu angemessener Unterstützung stehen viele ohne Sicherheitsnetz da und kämpfen darum, ein Gefühl von Sinn und Stabilität wiederzuerlangen. Auf dem Weg aus der Obdachlosigkeit geht es nicht nur darum, eine Unterkunft zu finden, sondern auch um den Zugang zu psychosozialer Betreuung, Rehabilitationsprogrammen und Arbeitsmöglichkeiten. Jede Überlebensgeschichte ist ein Zeugnis menschlicher Stärke, macht aber auch deutlich, dass dringend dauerhafte Lösungen benötigt werden. Die Bewältigung dieser Krise bedeutet, die Menschen hinter den Statistiken zu erkennen und dafür zu sorgen, dass niemand ohne die notwendigen Ressourcen bleibt, um sein Leben wieder aufzubauen. Auswirkungen der Obdachlosigkeit. Obdachlosigkeit ist nicht nur ein soziales Problem, sondern eine wachsende Krise, die die öffentliche Gesundheit, die Sicherheit, die Wirtschaft und die Gemeinden im ganzen Land betrifft. Im Jahr 2025 werden schätzungsweise 653.000 Menschen in den Vereinigten Staaten von Obdachlosigkeit betroffen sein, was einem Anstieg von 12% gegenüber den Vorjahren entspricht. Die Folgen der Obdachlosigkeit gehen weit über den Verlust der Unterkunft hinaus. Gesundheitliche Probleme gehören zu den drängendsten Problemen, da der eingeschränkte Zugang zu medizinischer Versorgung zu einer Verschlimmerung des Zustands führt. Chronische Krankheiten wie Diabetes und Bluthochdruck betreffen die obdachlose Bevölkerung in unverhältnismäßig hohem Maße. Fast 20% leiden an Diabetes und über 50% an Bluthochdruck. Auch psychische Probleme sind weit verbreitet und viele Menschen leiden unter schweren Ängsten, Depressionen und posttraumatischem Stress. Auch die öffentliche Sicherheit ist ein Thema, da die instabilen Lebensbedingungen zu einer höheren Kriminalitätsrate in den betroffenen Gebieten beitragen. Obdachlosigkeit an sich ist zwar kein Verbrechen, doch berichten die Strafverfolgungsbehörden von einer Zunahme von Diebstählen und Gewalt in Gemeinden mit einer großen Zahl von Obdachlosen. In Phoenix beispielsweise ereignete sich innerhalb von nur einer Woche eine Reihe von Gewaltverbrechen in einem einzigen Obdachlosenlager, was deutlich macht, vor welchen Herausforderungen sowohl die Bewohner als auch die Behörden stehen, wenn es darum geht, die Sicherheit für alle zu gewährleisten. Die finanziellen Auswirkungen auf Städte und Steuerzahler sind erheblich. Die staatlichen Ausgaben für medizinische Notversorgung, Polizeieinsätze und Notunterkünfte steigen weiter an. Allein in Los Angeles werden jährlich über 1,2 Milliarden Dollar für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit aufgewendet. Doch langfristige Lösungen sind nach wie vor schwer zu finden. Die Immobilienwerte in den betroffenen Vierteln sinken oft um 15% und die Unternehmen haben zu kämpfen, da die städtischen Gebiete mit Lagern überschwemmt werden, was sich auf die lokale Wirtschaft und den Tourismus auswirkt. Obdachlosigkeit ist nicht nur eine statistische Größe, sondern ein komplexes Problem, das ganze Gemeinschaften betrifft. Ihre Bekämpfung erfordert eine umfassende Politik, die sich auf erschwinglichen Wohnraum, Zugang zur Gesundheitsversorgung und nachhaltige Beschäftigungsmöglichkeiten konzentriert. Nur wenn wir die Ursachen angehen, können wir sinnvolle und dauerhafte Lösungen erarbeiten. Neben den sozialen und wirtschaftlichen Kosten hat Obdachlosigkeit auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt. Ohne Zugang zu angemessenen sanitären Einrichtungen tragen öffentliches Urinieren und unsachgemäße Abfallentsorgung zur städtischen Verschmutzung und Gesundheitsgefährdung bei. Die Ansammlung von Müll, weggeworfenen Nadeln und menschlichen Abfällen in den Lagern führt zu kostspieligen Aufräumarbeiten. Städte in den Vereinigten Staaten geben zusammen mehr als 200 Millionen pro Jahr für sanitäre Maßnahmen im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit aus. Diese Probleme stellen nicht nur eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar, sondern beeinträchtigen auch die allgemeine Lebensqualität aller Einwohner. Obdachlosigkeit ist nicht nur ein individuelles Problem, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung, die jeden betrifft. Ohne sinnvolle Maßnahmen wird das Problem weiter eskalieren und die öffentliche Gesundheit, die Sicherheit, die wirtschaftliche Stabilität und die Umweltbedingungen verschlechtern. Die Bewältigung dieser Krise erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der den Ausbau der psychiatrischen Versorgung, Initiativen für erschwinglichen Wohnraum und gemeindebasierte Unterstützungssysteme umfasst. Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen, bevor die Folgen noch verheerender werden. Lösungen für die Obdachlosigkeit in Arizona. Die Bekämpfung der Obdachlosigkeit in Arizona erfordert eine umfassende Strategie, die den Ausbau von erschwinglichem Wohnraum,
die Verbesserung von Hilfsdiensten, Investitionen in Rehabilitationsprogramme und die Förderung der Zusammenarbeit in den Gemeinden umfasst. Arizona unternimmt proaktive Schritte, um den Mangel an bezahlbarem Wohnraum durch innovative Initiativen zu beheben. Gov. Katie Hobbs schlägt in ihrem Haushaltsplan für das Finanzjahr 2026 eine einmalige Einzahlung von $15 Millionen in den State Housing Trust Fund vor, um diesen zu unterstützen. Darüber hinaus wird empfohlen, das staatliche Steuergutschriftenprogramm für den Wohnungsbau zu verlängern und bis zum Jahr 2031 auf $10 Millionen pro Jahr aufzustocken, um Bauträgern einen Anreiz zu bieten, mehr erschwingliche Wohnungen zu bauen. Darüber hinaus leisten gemeinnützige Organisationen wie Family Promise of Greater Phoenix Pionierarbeit bei der Umwidmung von Schiffscontainern in erschwingliche Wohneinheiten, bieten Notunterkünfte für Bedürftige und verbessern die Unterstützungsdienste. Arizona hat erkannt, dass eine Unterkunft allein nicht ausreicht und hat die Mittel für wichtige Unterstützungsdienste aufgestockt. Im Haushaltsjahr 2023 erhielten fast 40.000 Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht oder betroffen waren, Interventionsdienste. Zu diesen Diensten gehören psychiatrische Behandlung, Berufsausbildung und Suchtrehabilitation, die allesamt von entscheidender Bedeutung sind, um den Menschen zu helfen, wieder Stabilität zu erlangen. Programm, die Menschen aus der Obdachlosigkeit in die Selbstständigkeit führen sollen, wurden ebenfalls verstärkt und spiegeln einen ganzheitlichen Ansatz zur Bekämpfung der Ursachen von Obdachlosigkeit wider. Um die miteinander verknüpften Herausforderungen von Obdachlosigkeit und Drogenmissbrauch anzugehen, hat Arizona in staatlich finanzierte Rehabilitationsprogramme investiert. Diese Initiativen fördern die Genesung von Suchtkranken, indem sie eine psychologische Behandlung mit einer Wohnungshilfe kombinieren und so sicherstellen, dass die Betroffenen eine umfassende Betreuung erhalten. So hat das Wohnungsministerium von Arizona $7,5 Millionen für dauerhafte Unterstützungswohnungen bereitgestellt, die sich an Personen richten, die sowohl eine langfristige Unterkunft als auch laufende Unterstützungsdienste benötigen. Solche integrierten Betreuungsmodelle sind wichtig, um den Kreislauf der Obdachlosigkeit zu durchbrechen und eine langfristige Genesung zu fördern. Eine wirksame Bekämpfung der Obdachlosigkeit erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen, gemeinnützigen Organisationen, Unternehmen und lokalen Gemeinschaften. In Arizona wird dieser kooperative Geist durch verschiedene Partnerschaften deutlich, die auf die Entwicklung umfassender Lösungen abzielen. Es wurden Programme zur Verhinderung von Zwangsräumungen eingeführt, die Einzelpersonen und Familien, die vom Verlust ihrer Wohnung bedroht sind, Miethilfe und finanzielle Unterstützung bieten. Ein beträchtlicher Teil der Mittel, 17.700.000, wurde für Miethilfsprogramme und Maßnahmen zur Verhinderung von Zwangsräumungen eingesetzt, um Familien zu stabilisieren und Obdachlosigkeit zu verringern. Diese Maßnahmen verhindern nicht nur, dass Einzelpersonen obdachlos werden, sondern tragen auch zur allgemeinen Widerstandsfähigkeit und Stabilität der Gemeinschaft bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arizonas vielseitiger Ansatz zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit durch den Ausbau von erschwinglichem Wohnraum, die Stärkung von Unterstützungsdiensten, Investitionen in die Rehabilitation und die Förderung der Zusammenarbeit auf Gemeindeebene eine gut abgerundete und mitfühlende Strategie darstellt. Durch die Bekämpfung der Ursachen und die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen arbeitet Arizona auf einen langfristigen Wandel hin und stellt sicher, dass weniger Menschen in die Obdachlosigkeit abrutschen und dass diejenigen, die dies tun, einen Weg zur Genesung und Stabilität finden. Zusätzliche Lösungen und Innovationen. Die Bekämpfung der Obdachlosigkeit in Arizona erfordert innovative und gemeinschaftsorientierte Lösungen. Lassen Sie uns einige wichtige Initiativen untersuchen, die etwas bewirken. Mehrere Städte in Arizona experimentieren mit kleinen Hausdörfern als Übergangswohnlösungen. Die Stadt Tucson hat beispielsweise ein Projekt mit vorgefertigten Unterkünften mit einer Fläche von 64 Quadratmetern eingeführt, die als vorübergehende Unterkunft für Menschen dienen, die aus der Obdachlosigkeit herauskommen. In ähnlicher Weise hat die Stadt Glendale eine $14 Millionen teure Kleinhaussiedlung speziell für Veteranen errichtet, die nicht nur eine Unterkunft, sondern auch ein unterstützendes Umfeld bieten soll. Diese Initiativen spiegeln einen wachsenden Trend zu kostengünstigen und effizienten Wohnlösungen, Technologien und mobilen Ressourcen wider.
Städte wie Surprise nutzen die Technologie, um Obdachlose zu unterstützen, indem sie mobile Anwendungen wie die Safe Reporting App einführen. Dieses Tool ermöglicht es den Einwohnern, nicht notfallbedingte Situationen zu melden, in denen Obdachlose oder Lager betroffen sind, und erleichtert so den Kontakt zu wichtigen Hilfsdiensten. Die Basisarbeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Deckung des unmittelbaren Bedarfs. Ehrenamtliche Organisationen in ganz Arizona versorgen Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, mit Mahlzeiten, Kleidung und medizinischer Versorgung. Gemeinnützige Organisationen wie Eden Village of Arizona arbeiten daran, kleine Hausgemeinschaften einzurichten, die nicht nur eine Unterkunft, sondern auch ein Gefühl der Zugehörigkeit und langfristige Unterstützung bieten. Diese von der Gemeinschaft geleiteten Initiativen helfen den Menschen, wieder Stabilität zu erlangen und arbeiten an der Selbstversorgung, der öffentlichen Aufklärung und der Bewusstseinsbildung. Obdachlosigkeit ist nicht nur ein Problem der fehlenden Unterkunft, sie ist eine tief verwurzelte Herausforderung, die mit wirtschaftlicher Not, psychischen Problemen und Lücken in den sozialen Unterstützungssystemen zusammenhängt. Die Bewältigung dieser Krise erfordert mehr als nur kurzfristige Lösungen. Sie erfordert langfristige Strategien, öffentliches Bewusstsein und gemeinschaftsorientierte Lösungen. Die Sensibilisierung der Öffentlichkeit ist ein entscheidender Schritt, um Missverständnisse auszuräumen und sinnvolle Veränderungen herbeizuführen. Bildungsinitiativen, kommunale Workshops und Sensibilisierungskampagnen tragen dazu bei, die Menschen über die Realität der Obdachlosigkeit und die Bedeutung langfristiger Wohnungslösungen zu informieren. Veranstaltungen wie die 30. Jahreskonferenz der Arizona Housing Coalition, DIAM 7 und 8, Mai 2025 stattfinden wird, bringen politische Entscheidungsträger, gemeinnützige Organisationen und führende Persönlichkeiten der Gemeinde zusammen, um praktische Strategien für die Ausweitung erschwinglichen Wohnraums und die Verbesserung der Obdachlosendienste zu diskutieren. Durch die Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit können diese Bemühungen zu wirksamen politischen Maßnahmen führen, die echte Veränderungen bewirken. Die Bekämpfung der Obdachlosigkeit erfordert einen umfassenden und anpassungsfähigen Ansatz. Arizona setzt innovative Lösungen um, die Programme, die das Wohnen in den Vordergrund stellen, mit technologischen Fortschritten und dem Engagement der Gemeinschaft kombinieren, um einen nachhaltigeren Weg zur Stabilität zu schaffen. Städte im ganzen Bundesstaat experimentieren mit Mikrowohnprojekten, erweiterten Unterkunftsprogrammen und digitalen Plattformen, die Menschen in Not mit wichtigen Dienstleistungen verbinden. Darüber hinaus arbeiten lokale Organisationen mit Unternehmen und Bildungseinrichtungen zusammen, um Berufsausbildungen, Beschäftigungsmöglichkeiten und Programme zur Vermittlung von Finanzwissen anzubieten. Diese Initiativen helfen den Menschen nicht nur beim Ausstieg aus der Obdachlosigkeit, sondern befähigen sie auch zu langfristiger Stabilität, indem Arizona in die Menschen investiert und sie mit den Instrumenten ausstattet, die sie für ihren Erfolg benötigen, ebnet es den Weg für nachhaltige Lösungen. Das Problem der Obdachlosigkeit in Arizona spiegelt die allgemeinen Herausforderungen in Bezug auf die Erschwinglichkeit von Wohnraum, den Zugang zum Gesundheitswesen und die wirtschaftliche Stabilität wider. Aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten, des Mangels an erschwinglichen Mietwohnungen und des eingeschränkten Zugangs zu Unterstützungsdiensten haben Tausende von Einzelpersonen und Familien kein sicheres Zuhause mehr. Doch wie wir herausgefunden haben, gibt es durchaus Lösungen. Von der Ausweitung von Wohnungsbauinitiativen über die Stärkung von Ressourcen für die psychische Gesundheit bis hin zur Förderung von Programmen, die von der Gemeinschaft getragen werden, sind bedeutende Fortschritte möglich, wenn wir dieses Problem mit Mitgefühl und Engagement angehen. Im Mittelpunkt dieser Krise stehen echte Menschen, jeder mit seiner eigenen Geschichte, seinen Kämpfen und seiner Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Bei der Bekämpfung von Obdachlosigkeit geht es nicht nur darum, vorübergehend Abhilfe zu schaffen, sondern auch darum, ein System zu schaffen, das langfristige Stabilität und Chancen für alle Menschen in den Vordergrund stellt. Veränderung beginnt mit Bewusstsein, Fürsprache und Handeln. Wenn diese Diskussion Sie angesprochen hat, laden wir Sie ein, Ihre Gedanken in den Kommentaren zu äußern. Welche Lösungen wären Ihrer Meinung nach am wirksamsten, um die Obdachlosigkeit zu bekämpfen? Welche Initiativen haben Sie in Ihrer Gemeinde gesehen, die etwas bewirken? Wenn Sie sich für reale Herausforderungen und Lösungen aus der ganzen Welt begeistern können, sollten Sie dieses Video mögen und meinen Kanal abonnieren.
Indem wir uns weiterhin an diesen wichtigen Gesprächen beteiligen, können wir Veränderungen anstoßen und eine besser informierte, mitfühlende Gesellschaft schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns auf unserer nächsten Reise.